Moin Moin zusammen. Schön, dass ihr uns immer noch auf unserer Irlandreise begleitet. Im dritten Teil waren wir in Galway und Cong. Habt ihr sicher gesehen. In dieser Folge geht die Zeit in Ballyvaughan zu Ende und wir wechseln rüber nach Cleggan. Dabei fahren wir unter anderem durch den Connemara National Park, machen einen Spaziergang entlang der Küste und machen uns schließlich auf den Weg nach Eckle Island, um zur berühmten Keem Bay zu fahren. Kommt mit und habt Spaß. Und dann ist die Woche in Ballyvaughan auch schon wieder vorüber. Gegen Abend lassen wir uns von Mr. Kebab ein letztes Mal in die Unendlichkeit seines Fastfood-Angebots entführen und wechseln anschließend zu Max und den beliebten Fab Four. Heute gibt's im O'Loughlin's nämlich Live-Musik. Ja, es war gestern ein schöner Abschiedsabend, mit fröhlichen Tanz- und Trinkliedern, aber auch mit melancholischen Weisen, deren Texte von Heimatliebe, Hungersnot und dem langen Kampf um die Unabhängigkeit von England handeln. Und gerade letztere sind es, die einem hier im Connemara National Park, wo die Landschaft zeigt, was in den Liedern besungen wird, nur schwer aus dem Kopf zu bekommen sind. Nachdem wir in Cleggan angekommen sind und am Hafen eine Kleinigkeit gegessen haben, beziehen wir unser Domizil für die nächsten 3 Nächte auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht im Cleggan Farmhouse. Am Sonntag ist es kühl und regnerisch. Niemand hat recht Lust loszufahren. Und so machen wir einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Küste, finden eine kleine Gedenkstätte für einen Verunglückten und sogar eine Badebucht, in der es allerdings zum Baden zu kalt ist.
Tags darauf hat sich das Wetter gebessert und es geht nach Eckle Island, zur berühmten Keem Bay. Zunächst fahren wir auf der westlichen Seite des Connemara National Park an den Bergen entlang, um später durch das Tal des Arif River nach Westport zu kommen. Von dort geht es dann weiter über Newport und den Eckle Sound zur Keem Bay. Am Ende der Insel und damit auch am Ende der Straße haben wir schließlich die Keem Bay erreicht. Sie ist eine der Attraktionen auf dem Wild Atlantic Way und dementsprechend gut besucht. Aber es ist auch tatsächlich ein beeindruckendes Panorama, das sich einem hier bietet. Auf dem Heimweg blicken wir von Newport aus über die flache Küstenlandschaft noch einmal zurück auf Eckle Island, machen einen kurzen Stopp in der Nähe des Croagh Patrick, dem heiligen Berg, der jedes Jahr am letzten Sonntag im Juli von über 25.000 pilgernden Gläubigen bestiegen wird, und dann fahren wir der Abendsonne entgegen wieder nach Hause.
Und wenn ihr wissen wollt, was es mit dem Connemara Giant auf sich hat, folgt uns auch auf der letzten Etappe unserer Reise, auf der wir zum Abschluss noch in die Wicklow Mountains und nach Glendalough fahren. Außerdem würden wir uns natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo unseres Kanals freuen. Also dann, bis zum nächsten Teil der Reise.